Das sind Lena und Harald. Eigentlich sind beide Allesesser. Doch Fleisch und Wurst haben wir ihnen aus dem Speiseplan gestrichen. Zumindest für die nächsten 3 Tage. Da sollen sie vegetarisch essen und wir werden dabei ganz genau auf die Kosten schauen. Die Vorgabe: Harald darf einkaufen, was er will, außer Erzeugnisse von toten Tieren. Lena soll zusätzlich darauf achten, so günstig wie möglich einzukaufen. Also für 3 Tage vegetarisches Essen habe ich mir ausgedacht, Haferflocken mit Apfel morgens zum Frühstück, weil ich sowieso kein großer Frühstücker bin. Mittags esse ich tatsächlich an der Arbeit immer mal ein Brot. Abends wird es dann ein bisschen komplizierter. Da werde ich mir dann mal Spaghetti machen, einen Linsensalat und ein bisschen Kartoffeln mit Quark, weil es soll ja auch so günstig wie möglich sein. Fürs Frühstück werde ich Bohnen mit Eier, sehr deftig, das mag ich recht gerne. Zum Mittag als Hauptspeise, als Grundlage mal eine vegetarische Bolognese, die ich einmal als Baguettebelag nehmen werde und mit Käse überbacken werde, beziehungsweise natürlich mit Spaghetti und einmal österreichisches Gericht, das sich Eiernockerl nennt. Klingt doch gut. Aber wer kennt das nicht? Bei jedem Einkauf gibt es auch Verlockungen. Gut. Lecker. Zwischendurch ein Keks zum Kaffee. Gut, vegetarisch sind Kekse schon, genauso wie Weingummi, Schokolade, Pommes oder Chips. Aber gerade Süßes, Fettiges oder Salziges löst bei vielen von uns Fressattacken aus. Diesen Kontrollverlust nennen Wissenschaftler hedonische Hyperphagie. Es gibt sogenannte Pudding-Vegetarier. Das sind dann Menschen, die zwar vegetarisch leben, aber viel Fertigprodukte, Süßigkeiten, Lebensmittel konsumieren, die eben nicht so gesundheitsfördernd sind. Und das ist auch teurer. Wenn wir mal die Kekse vom Harald anschauen, die kosten auf das Kilo gerechnet ungefähr 28 €. Hier haben wir schöne Bio-Äpfel für 3 € das Kilogramm. Und beim Discounter gibt es dann auch Äpfel für 2 € das Kilogramm. Und wir haben natürlich auch von den Nährstoffen viel mehr von so einem Apfel als von so einem Keks. Für seinen 3-Tages-Einkauf hat Harald 34,10 € ausgegeben. Am meisten für einen Hackfleischersatz. 3,49 €. Ja, das ist ordentlich. Lena zahlte nur 23,79 €. Bei ihrem Einkauf war der Käse mit 2,99 € am teuersten. Pro Tag sind das für Lena 7,90 €. Harald liegt bei 11,40 €. Im Jahr 2021 gaben laut einer Studie der Berliner Charité Menschen, die Fleisch essen, pro Tag im Durchschnitt 7,55 € aus. Wer darauf verzichtet, also Vegetarier ist, nur 7,01 €. Seitdem sind die Preise aber für viele Lebensmittel erheblich gestiegen, im Durchschnitt um 22%. Für Eier zum Beispiel zahlt man 28% mehr, für Kartoffeln 21%. Rechnet man die durchschnittliche Teuerung dazu, kostet der tägliche Einkauf mit Wurst und Fleisch heute rund 9,20 €. Vegetarisch hingegen nur 8,60 €. Im Monat wären das dann rund 276 zu 258 €. Wer kann sich das leisten? Wer hierzulande Bürgergeld erhält, muss mit knapp 174 € im Monat auskommen. Wir fragen Dr. Keller vom Institut für pflanzenbasierte Ernährung, ob das als Vegetarier machbar ist. Es geht auch vegetarisch mit sehr wenig Geld. Da muss ich gucken, wie ich die zusammenstelle. Und die Hülsenfrüchte, wo wir hier stehen, das ist natürlich eine super Lebensmittelgruppe. Die liefert uns ja beispielsweise sehr viel Protein, Eiweiß. Das ist ja das, was viele über Fleisch und andere tierische Produkte zuführen. Und ich brauche hier sehr wenig. Mit 50 Gramm kann ich mich super ernähren. Das kostet mich ein paar Cent. Das haben er und seine KollegInnen ausgerechnet. In ihrer Studie verglichen sie die Kosten von 20 beliebten Gerichten in einer fleischhaltigen Variante mit 2 vegetarischen Abwandlungen. Und das jeweils mit konventionellen Zutaten wie auch in Bio-Qualität. In vielen Köpfen herrscht ja immer noch die Meinung oder das Vorurteil, dass eben vegetarisch oder vegan viel teurer sei als eine übliche Ernährung mit Fleisch. Wenn ich jetzt das Billigste vom Billigen kaufe, fleischlich, komme ich damit am günstigsten weg? Prinzipiell würde ich sagen, vegetarische Kost ist
schon günstiger. Wenn wir von veganer Kost sprechen, mit den Ersatzprodukten, glaube ich, dass es teurer ist. Wir kamen zu dem Ergebnis, bei den 20 beliebten Gerichten in Deutschland, die veganen Gerichte waren bei konventionellen Zutaten im Durchschnitt etwa 10% günstiger. Und wenn ich das Ganze in Bioqualität und mir angeschaut habe, dann waren es sogar 30% weniger Kosten. Also vegetarisch muss nicht teurer sein. Aber wie schmeckt es denn? So, es ist nachmittags. Ich gönne mir jetzt einen kleinen Joghurt. So sind also jetzt die fertigen Eiernockerl aus. Ist tatsächlich wieder sehr lecker geworden. Käsebrot mit Tomate und Frühlingszwiebeln. Sehr gut. Noch eine Prise Oregano. Haferflocken mit Apfel und Haferdrink. Und als Snack dann nochmal ein Joghurt, wie gestern auch. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan, damit was Gesundes und Günstiges zu fabrizieren. Ich hätte schon, wenn ich jetzt aufs Geld geachtet hätte, wesentlich günstiger einkaufen können. Spaghetti, eines der Lieblingsgerichte der Deutschen. Auch sie wurden unter die Lupe genommen. Die Kosten für eine klassische Portion Spaghetti Bolognese mit Fleisch liegen bei 1,92 €. Die Spaghetti mit einem sogenannten veganen, feuchten Fleischersatz liegen bei 3,05 €. Wer aber trockenes Sojagranulat benutzt, zahlt nur 1,42 €. Dazu kommt, dass der Fleischersatz weniger gesättigte Fettsäuren und Cholesterin enthält, also gesünder und günstiger ist. Ich habe ja verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel auch einen veganen Burger herzustellen. Essen meine Jungs auch sehr, sehr gerne. Es gibt Burger. Es gibt die fertigen Burger-Patties, es gibt feuchten, veganen Hackfleischersatz. Es gibt aber auch das Sojagranulat, die Sojaschnetzel. Und das ist wiederum unheimlich preisgünstig, wenn ich die Burger hier selber herstelle. Es ist auf jeden Fall gesundheitlich besser als der Fleischburger. So, Abendbrotzeit. Linsensalat mit Feta, Möhren, Tomaten. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Bevor ich mir irgendein Tiefkühlbaguette kaufe, so schnell, günstig, super. Vegetarisch selber kochen ist nicht nur günstiger, sondern auch erheblich nachhaltiger. Denn Fleisch hat auch einen ökologischen Preis. An der Ladentheke zahlen wir nicht den wahren Preis für das Fleisch. Das verursacht ja beispielsweise in der Produktion erhebliche ökologische Schäden. Die müssen beseitigt werden, das kostet Geld. Und wenn diese Kosten im Preis enthalten werden, den wir an der Ladentheke bezahlen, wäre Fleisch eben viel teurer. Und dann würden sich viele Menschen überlegen, auf eine vegetarische oder vegane Ernährung umzusteigen. Ich würde sagen, jeder sollte es mal ausprobieren. Und mein Linsensalat, mein orientalischer Linsensalat, der war sehr gut und das sollte man doch mal nachmachen. Mir hat Fleisch überhaupt nicht gefehlt. Es hat alles gut funktioniert, hat sehr gut geschmeckt. Ja, mache ich jederzeit gern wieder. Wenn ich nicht aufs Geld hätte achten müssen, dann hätte mein Einkauf auf jeden Fall anders ausgesehen. Ich hätte sehr viele Bio-Eier, die sind leider ein bisschen teurer, aber ich hätte sehr viele dabei gehabt und auch mehr Käse, weil ich mag Käse und so ein Rotwein ist ja, glaube ich, auch vegetarisch.